So, dann mal wieder herzlich willkommen und zurück auf dem Kanal Computersachen. Letztes Video vorläufig für die, oder wahrscheinlich letztes Video für die Reihe Rustdesk. Rustdesk Server haben wir jetzt auch schon durch. Wir haben unseren Server eingerichtet, den verlinke ich euch nochmal im Blogartikel, auch den Beitrag. Und jetzt geht es darum, wie können wir eine Setup-Datei verteilen, wo die Klienten quasi diese direkt aufrufen können und direkt mit unserem Server verbunden werden. Das gestaltet sich dann doch etwas exklusiver und ist nicht ganz so einfach. Gut, was nicht passt, wird passend gemacht und das kann halt manchmal ein bisschen dauern oder es ein bisschen umständlicher ist, man muss halt ein bisschen was konfigurieren. Und dazu nehme ich mal ganz kurz mit auf meinen Blogbeitrag, der ist jetzt noch nicht fertig. So schaut es aus. Normalerweise sollte es so aussehen. Man lädt sich die Rustdesk Software herunter und benennt die Datei um in Rustdesk-Rust ist gleich. Dann dieser Part, das wäre eure Full Quality Domain Name, also sprich eure Internetadresse rustdesk.beispiel.de zum Beispiel. Die würde hier drin stehen, oder wenn ihr das nur lokal nutzt, so wie ich das mache, dann reicht hier die Eingabe einer IP-Adresse von der Maschine, auf der der Server eben ausgeführt wird. Dann hast du die Definition Key. Dieser Bereich wird dann quasi ausgetauscht gegen euren Public Key. Das siehst du bei der Einrichtung vom Server. Den Beitrag werde ich nochmal verlinken, wie du an den Key drankommst, wenn du das nicht mehr weißt. Und wenn man diese Datei dann auf dem System ausführt, auf einem System, sollte er sich automatisch mit eurem Rustdesk-Server und dem Public Key verbinden. Ja, gut, ich gehöre mal wieder zu den anderen, bei denen es nicht funktioniert, bei anderen funktioniert es. Das soll ich sagen. Gut, ich brauche eine zuverlässige Lösung, deshalb habe ich ein bisschen rumgesurft, habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe viele interessante Sachen dazu gefunden, aber eigentlich nur eine Lösung, die Bestand hat. Gehe ich mit euch jetzt im Video mal ganz kurz durch. Was du auf jeden Fall brauchst zur Vorbereitung ist der RR-Packer, den solltest du schon mal runterladen und installieren. Du kannst das Video gerne an dieser Stelle dann pausieren und dann kannst du dir ein Arbeitsverzeichnis erstellen, Rustdesk zum Beispiel. Ich habe es auf dem Desktop abgelegt, das zeige ich auch gleich nochmal im Video. Und da wirst du dann die Datei Rustdesk, die Software herunterladen und drin speichern, die brauchen wir auch. Also RR-Packer installieren. Und unter Rustdesk kommt die Windows-Software als Exe-Datei herunterladen, also EXE, gell? Ganz wichtig. Sonst können wir die nicht bearbeiten oder verwenden, so wie wir sie gerne hätten. Das Ganze speichert ihr dann in eurem Arbeitsverzeichnis ab. Das, was ich hier eben gerade gesagt habe, was ich hier auf meinem Desktop gemacht habe, das Verzeichnis Rustdesk einrichten. So, weiter im Galopp. Ordner erstellen, Rustdesk, dann runterladen. Das ist eine VM-Maschine, nicht wundern, wenn die hier ein bisschen fix ist. Aber der Rechner hat gut was zu tun im Hintergrund. Rustdesk Software. Downloads. So, dann hatten wir bei GitHub. Und hier können wir jetzt die entsprechende Version runterladen. Im Moment ist es die 1.2.7, haben wir gerade schon gesehen. Und hier ist unsere Windows-Architektur, die wir brauchen, die x86 64-Bit. Und wir brauchen, wie gesagt, die Exe-Datei. Gut, die Exe-Datei speichern wir uns auf dem Desktop. Und zwar im Verzeichnis Rustdesk. Das ist mein Arbeitsverzeichnis. Solltest du jetzt auch haben eigentlich. Speichern. Und damit ist dieser Part eigentlich schon mal durch. Als nächstes werden wir uns jetzt die Konfigurationsdatei erstellen. Und zwar eine, die man kopieren kann. Das ist vom Prinzip auch eigentlich sehr einfach. Machen wir mal den Explorer zu. Du brauchst dein Arbeitsverzeichnis. Das ist aber gerade turboschnell.
Und als allererstes benennen wir uns diese Datei hier um. Und wir hätten hier einfach nur eine Rastdisk Exe ganz gern. So, die starten wir, führen wir aus. Jetzt auf keinen Fall hier unten auf Installieren klicken. Ja, das macht ihr bitte nicht, das wäre jetzt extra kontraproduktiv. Das ist etwas, was wir nicht brauchen. So, ich brauche jetzt mal ganz kurz hier Desktop-Server-Daten. Ich habe eine kleine Textdatei vorbereitet, wo ich meine Informationen schon mal drin habe. Das heißt, ich brauche hier den Host. Dann gehen wir hier auf Einstellungen, das sind diese 3 Punkte, dann Netzwerk. So, und die Server-ID kommt das rein, nicht unter Release-Server, sondern unter Server-ID. Da wird jetzt eingefügt. Dann brauchen wir unseren Key. Wie gesagt, bitte mitschreiben, nicht vergessen, den könnt ihr brauchen, weil den könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil ihr euch bei mir gar nicht einloggen könnt, da mein System dafür nicht gedacht ist. Ich bin also da offline unterwegs. Dann anwenden. So, sagt er hier auch erfolgreich. Wir machen mal das Ganze hier zu. Als nächstes, ich habe das jetzt mal schon kopiert. Dieses Verzeichnis findet ihr auch entsprechend in dem Blogartikel, den ich euch unten verlinke. Das ist ein Pfad, der versteckt ist, den könnt ihr nicht so einfach aufblättern. Ihr müsst da quasi in euer Hauptverzeichnis gehen als Benutzer und da dann unter AppData und das Verzeichnis versteckt ist, sieht man eigentlich so nicht. Aber so würde der komplette Pfad auch aussehen. Also AppData, das Prozentzeichen, was wir jetzt gerade davor hatten, setzt quasi hier den Benutzernamen und Users davor. Dann haben wir AppData, Romaning, Rustdesk und dann Config. Das sind jetzt für uns die relevanten Dateien vorhanden in diesem Verzeichnis. Und zwar, wir kopieren hier nicht alle 3, sondern wir kopieren die Rustdisk Local und wir konfigurieren die Rustdisk 2 TOML. Kopieren, Desktop, Rustdisk. Als nächstes brauchen wir hier jetzt einfach ein neues Verzeichnis. Ordner hinzufügen und der heißt Config. Die solltet ihr auch so beibehalten, weil das Skript auch dafür ausgelegt ist. Also da werde ich jetzt nicht unbedingt groß persönliche Note einbringen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr es natürlich machen, aber denkt dran, ihr müsst zu dem Skript, wo wir dann noch kommen, das dann alles wieder korrigieren. Für das hier ein, haben wir unsere 2 Config-Dateien herin. Dann gehen wir zurück. Gut, im nächsten Schritt brauchen wir eine CMD-Datei, die für uns gewisse Aufgaben einfach übernimmt. Diese CMD-Datei wird nach dem Entpacken der Execute-Datei, die wir dann erstellen werden, ausgeführt und die Konfiguration der Maschine so vornehmen, dass wir damit unserem Relay-Server arbeiten können. Und wenn der Client oder du dann per Remote die Sitzung beendest, dann wird die ursprüngliche Konfiguration auch wieder hergestellt. Also Schritt für Schritt erklärt, macht die CMD-Datei, die wir jetzt erstellen, folgendes. Sie sichert also quasi den aktuellen Rustdisk-Zustand, die Konfiguration. Im zweiten Schritt überschreibt sie den aktuellen Rustdisk-Konfiguration mit unseren Serverdaten. Dann wird Rustdisk gestartet mit unserer Konfiguration. Und nach Abschluss der Sitzung, wenn Rustdisk beendet wird, dann wird unsere Konfiguration wieder mit der Originalkonfiguration ersetzt. Das heißt, das bedeutet für uns, unsere Server-Relay-Daten werden wieder gelöscht. Wenn der Client dann noch einmal zu euch Verbindung aufnimmt und nochmal ein Service braucht, dann muss er die Execute-Datei halt wieder erneut ausführen und das gleiche Spiel beginnt von vorne. Also ruft die Execute-Datei auf, er ist drin, er gibt euch seine Teamviewer, sage ich schon. Seid nachsichtig. Eure Rustdisk-ID und das Einmal-Kennwort dazu und dann könnt ihr auf seine Maschine dann verbinden. Ihr müsst beide natürlich auf eurem Rustdisk-Server angemeldet sein, ist natürlich klar. Gut, erstellen, Datei neu, Textdokument. Solltest du hier bekannte Dateitypen ausgeblendet haben, musst du da halt nochmal ein bisschen nachbessern, weil wir brauchen jetzt Rustdisk und zwar eine CMD-Datei. Command Line. Sagt er nochmal, die Datei wird geändert. Jawohl, das brauchen wir auch, weil sonst ist die Datei für uns nicht ausführbar, wenn dahinter noch ein Punkt Text steht. Bearten das Ganze. Dann fügen wir das Ganze natürlich jetzt hier ein. Ich habe das schon aus der Zwischenablage kopiert. Diese
Batch-Datei, den Inhalt für diese Batch-Datei, findest du im Blogartikel, der auch nochmal unten verlinkt ist. Damit ist dieser Part abgeschlossen. Wir schließen das Ding, Speicher nicht vergessen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon, fast im Groben zumindest. Machen wir uns jetzt an das Erstellen unserer Execute-Datei, weil wir haben eigentlich alles gemacht und getan, was wir eigentlich brauchen. Das können wir wegmachen, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Und zwar, wir brauchen den Ordner und diese beiden Dateien. So, jetzt kommen wir zu dem RR-Packer, den ich am Anfang erwähnt habe, den ihr installieren solltet. Zum Archiv hinzufügen, das brauchen wir als nächstes. Das heißt, wir wollen jetzt ein neues Archiv erstellen. Dann brauchen wir selbst ein packendes Archiv erstellen. Das ist schon mal ganz wichtig. So, und jetzt macht ihr hier oben auch schon mal eine Exe-Datei draus. Die heißt jetzt Rustdesk Exe. Damit ist die Verwechslungsgefahr natürlich sehr groß mit Serververbindung. Könnt ihr nennen, wie ihr möchtet, ist eigentlich unrelevant, was du jetzt da reinschreibst. Kannst irgendeinen Namen vergeben, einen Firmennamen eintragen, deinen persönlichen Namen oder ich zock dich ab, was immer du willst. Also das ist freigestellt, da ist überhaupt keine Fantasie den Grenzen gesetzt. Gut, als nächstes brauchen wir, haben wir uns verklickt, jawohl, das auch noch, brauchen wir erweitert SFX Optionen, dann Setup. Und hier schreiben wir jetzt die Rustdisk rein. .cmd, also nicht die Exe, die CMD, ja? Das ist wichtig. Modi soll dann temporäres Verzeichnis entpacken. Das heißt, wir wollen kein gespeichertes Verzeichnis, wir wollen nur ein temporäres. Und dann haken wir unten an noch alles ausblenden. Da gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler, auf den komme ich nachher noch zu sprechen. Den könnt ihr dann rauslassen. Dann habt ihr hier unter Text und Icons noch die Möglichkeit, einen Titel einzugeben, der angezeigt werden soll, einen Infotext anzugeben. Ihr könnt auch Icons reinladen, damit das dann mit euch identifiziert wird, das Copyright Identity und so weiter. Das könnt ihr da auch noch einbinden. Das ist Spielerei, da gehe ich nicht drauf ein. Das braucht ihr auch von mir nicht. Das könnt ihr euch selber erarbeiten. Und wir sagen hier mal OK. Und dann sagen wir hier auch OK. Jetzt erstellt uns Datei Rustdisk mit Serververbindung.exe. So, unsere Datei wurde erstellt. Und die könnten wir jetzt eigentlich auch ausprobieren. Das heißt, wir starten noch mal kurz unser Rustdisk, weil wir haben hier ja die Einträge am Anfang des Videos konfiguriert und hinterlegt. Das heißt, wir könnten jetzt nicht sehen, ob er das wirklich so macht, wie wir das gerne hätten. Wir gehen wieder auf unsere 3 Punkte, auf Netzwerk. Und wir sehen, wir haben das hier alles drin. Das ist das, was wir eben eigentlich nicht wollen. Und anwenden. So, erfolgreich, das heißt, wir haben unsere Daten jetzt einfach mal rausgelöscht. Das heißt, Rustdisk verfügt jetzt nicht mehr über die Daten unseres Relay-Servers, den wir jetzt dann verwenden wollen. Und wir machen jetzt Rustdisk mit Serververbindung. Das ist unsere Execute, die haben wir uns erstellt. Die starten wir jetzt. Gut, dann gehen wir mal auf unsere 3 Punkte und gehen hier auf Netzwerk. Und wir sehen, wir haben unsere IP-Adresse von unserem Server drin, beziehungsweise unseren Qualified Domain Network Internet Name und unseren Public Key. Alles wunderprächtig und unsere ID und unser IMAIL-Kennwort ist auch da. Das lasst ihr euch vom Client geben, die ID und das IMAIL-Kennwort, und dann könnt ihr mit ihm verbinden. Hier unten steht auch bereit. Also das sollte da stehen hier unten, bereit, sonst habt ihr Probleme mit eurem Relay-Server, dass er den nicht connecten kann. Da ist vielleicht irgendwo ein Tipp oder ein Config-Fehler drinnen. So, ein kleines Nervfall, ein Schönheitsfehler ist dieses Fenster hier. Erstes wird gestartet, bitte beachten. Wenn ihr das zumacht, fliegt ihr heraus und das Konfigurieren dieser Rustdisk-Config-Dateien gerät dann ein bisschen außer Rand und Band. Das ist dafür einfach nicht ausgelegt. Macht das einfach klein, beendet das Fenster nicht. Einfach hier unten die Taskleiste minimieren
dann ist das weg und stört euch nicht mehr. Und das macht er ja auch einfach weg und dann könnt ihr dann ganz gemütlich arbeiten. Ich starte jetzt keine Sitzung, um das zu zeigen, weil ihr seht, meine virtuelle Maschine ist eh schon ziemlich langsam. Der Mac ist ja gerade schon ziemlich am Rumrühren, weil er die virtuelle Maschine laufen lassen muss. Dann haben wir das OBS am Laufen, weil wir ja rekorden. Ja, er ist schwer beschäftigt. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Video. Jetzt kennst du alle Einzelheiten. Wie gesagt, Blogartikel verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest und was zu meiner Arbeit beitragen möchtest, kannst du das gerne tun. Links zur Spenden sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten, sollte dir das Video gefallen haben und geholfen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du dann generell Probleme haben beim Nachvollziehen, Umsetzen, es irgendwo zu reingeben, du sonstige Probleme mit dem PC haben solltest, die du gern behoben hättest, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Die übernehmen das für euch gegen Auftrag. Dafür bekommt ihr eine Rechnung, keine Vertragsbindung, keine Abos oder sonstige laufende Kosten, ohne Haken, Ecken und Ösen. Die KSC ist weltweit Remote-Dienstleister und natürlich dann damit auch weltweit tätig. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.